Vielen Dank fürs Kommen. Als Kulturdezernent freue ich mich natürlich ganz besonders, mich bei dem Künstler Wladimir Kosarev zu bedanken, der heute leider nicht kommen konnte, und den großzügigen Sponsoren der Kreissparkasse Memmelsdorf und dem Friseursalon Haar aus der Butzweiler Gasse. Vielen Dank. Und nun freuen sich meine Frau Clara und ich natürlich ganz herzlich, Ihnen die neue Skulptur vorstellen zu dürfen. Hier ist sie, der Sitz. Und genau wie dieses Kunstwerk sehe ich auch unseren wundervollen Ort. Bunt, mutig, aber vor allem einzigartig. Denn wir sind kein Blaustedt oder Friesbach, auch kein Brücklinghausen. Wir sind kein Spielrach oder Detfeld, nein. Wir sind Memmelsdorf! Erst wenn du ganz unten bist, weißt du, dass du viel lieber ganz oben wärst. Wissen Sie, wie viele von diesen potthässlichen Kunstwerken ich schon einweihen musste? Sie überschwemmen diese Stadt genau wie die Idioten, die versuchen, sie zu regieren. Bitte, könnten Sie das nochmal wiederholen? Nee, das war nur das hat für den... Das ignorieren Sie. Frank, es gibt ein Sicherheitsproblem. Bei dem Klettergerüst Frigano Catro Spaßpalast. So wie es aussieht, gab es 2008 eine Lieferung spröder Stahlstangen, die Spielwaren Heinrichs billig aufgekauft hat und jetzt verbaut. Wenn das wie geplant bei dem Spielplatz neben der Eisdiele installiert wird, könnte das eine Gefahr für Kinder bedeuten. Na, das sah natürlich gar nicht gut aus für die Stadt. Oder? Für die Bürgermeisterin. Bräuchte man einen neuen Bürgermeister. Die Sitzung ist in 20 Minuten. Dagmar, machen Sie meinen Konvoi bereit. Wir fahren ins Rathaus. Konvoi? Damit ist beschlossen, auf das Rasen-nicht-betreten-Schild wird noch ein Ausrufezeichen hinzugefügt. Kommen wir nun zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Wann gibt's eigentlich Mittag? Sie hat die absolute Macht. Doch wenn ein Löwe im Rudel merkt, dass das Alpha-Tier angreifbar ist, dann schlägt es zu. Diese Kämpfe sind blutig. Und in der Regel hilft nur ein dickes Fell, dass sie nicht tödlich enden. Wollen wir sehen, wie dick ihr Fell ist. Das wird am 7. Mai auf dem Spielplatz beim Gelato Piccolo installiert werden. Herr Unterholz? Ich kann natürlich den Einwand von Herrn Büden-Bendermoos von den Freien Wählern verstehen. Natürlich, der Haushalt ist knapp und jede Ausgabe muss überdacht werden. Aber vergessen wir dabei nicht irgendwas? Vergessen wir dabei nicht, was es heißt, zu spielen? Ja, natürlich, klar, wir können jeden Cent überdenken und an allen Ecken sparen. Wir können aber auch radikal sein und einen Spielplatz bauen, den Memmelsdorf verdient. Mit Federwipptieren. Mit diesem Karussell, wo man sich reinsetzt und dann dreht einer. Und mit einem Klettergerüst. Aber nicht irgendeinem Klettergerüst. Mit dem Frigano Catro Spaßpalast. Ja, finde ich gut, können wir gerne machen. Wollen Sie den vielleicht selber eröffnen? Nein, bitte. Ich bin nur ein kleiner Teil. Das wäre Quatsch. Sie sind das Gesicht der Stadt und bei der nahenden Wahl, da brauchen Sie die Schlagzeilen viel mehr als ich.
Wie ironisch, dass gerade ein Klettergerüst meinen Weg nach ganz oben ebnet. Aber ich habe es immer gesagt. Politik ist ein Spielplatz. Und selbst als schwächstes Kind kann man immer noch mit Sand werfen. Ganz recht. Wir unterwerfen uns nicht der Kommunalpolitik. Wir machen Kommunalpolitik.